Herzlich willkommen zu einem YouTube-Video von uns. Wir sind heute in Nürnberg, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt. Heute geht es um einen richtig geilen Mustang. Der gehört der Jelena. Und würdest du dich mal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin die Jelena, 26 Jahre alt und das ist mein Baby. Ein ziemlich großes Baby. Kommst du direkt auch aus Nürnberg? Ja. Also hat es jetzt gar nicht so weit bis hierher. Nö, gar nicht. Wie lange hast denn du dein Schmuckstück schon, wenn ich fragen darf? Weil der, also ich muss als allererstes muss ich mal sagen, kommt mal kurz her. Schaut den euch mal ganz kurz bitte von vorne an, wie böse der ausschaut. Unglaublich, oder? Also richtig, richtig geile Folie, muss ich sagen. Also gerade das Mattschwarz hebt die Konturen von dem Auto richtig brutal heraus. Also der wirkt richtig bullig. Also das war auch damals so die Frage, nehmen wir wirklich ein Mattschwarz oder eher eben dieses So Seidenmatt? Satin, ja. Und dann hat der Folierer auch gemeint, nee, bei den Kanten, wir müssen auf jeden Fall das Seidenmatt nehmen. Und dann ich so, okay. Und er hatte wirklich recht. Ja, man sieht das hier schön an den Kanten. Ja, voll. Da sieht man richtig, wie massiv der ist. Welche Farbe hatte der denn vorher? Davor war er dunkelblau, also ist eigentlich auch ganz schön, aber ich wollte eigentlich immer einen schwarzen Mustang, aber es war so schwierig zu finden und dann nicht so, okay, dann wird er jetzt erstmal foliert und irgendwann wird er halt wieder blau. Das ist jetzt, glaube ich, ein Mustang. Ich bin jetzt im Mustang-Thema jetzt nicht so krass drin, aber ich glaube 5. Generation. Genau, 5. Generation, Facelift sieht man zum Beispiel an den Rückleuchten. Können wir zeigen? Davor, also du hattest auch schon mal einen Mustang, der war vor Facelift. Ja. Und da sind die komplett flach und hier sind die eben jetzt. Ah, da gehen die so ein bisschen tiefer, haben die Genau, dann mehr. jetzt haben die halt ein bisschen mal wegen Dimensionen reingebracht. Finde ich persönlich einen Ticken schöner. Ich mag auch, jetzt werden mich viele steinigen, aber das Heck ist mir lieber als die Front. Weil Ich finde das Heck auch geil. Viele mögen immer die Front mehr, aber diese Rückleuchten hier haben es mir einfach angetan. Aber ich finde auch, die Front ist halt, wenn du einem entgegengefahren kommst, vielleicht können wir da mal ein Bild einblenden, das schaut einfach so brutal aus, das Auto von vorne. Und dann gerade noch ohne Kennzeichen, sieht noch viel geiler aus. Welches Baujahr ist dein Auto? Das ist jetzt 2014, also das Ende von der 5. Generation. Facelift, wie gesagt. Aber richtig geil, oder? Also ich muss sagen, ich feiere dein Auto auch gleich nochmal hier für die Leute, bevor sie wieder fragen. Haben wir gleich den Instagram-Namen. Und würdest du uns verraten, was du alles an deinem Auto, also ich glaube, Was ich alles gemacht habe. ja, hier haben wir bestimmt ein bisschen mehr zu Wo erzählen. fangen wir an? Wir können uns von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten Ja, wenn wir durcharbeiten. schon da sind. Und zwar, natürlich hat alles angefangen mit der Folierung und dann hat es so ein bisschen angefangen mit dem Spoiler. Davor war nämlich ein viel kleiner, also er war bestimmt um die Hälfte kleiner. Der ist nicht direkt von Mustang, oder? Das ist dann. Doch, der ist zum Beispiel direkt vom Shelby. Ist einfach ein Ticken größer, was ich finde viel besser passt, weil eben hier das Auto ja aufhört und dann habe ich was irgendwann gebraucht, was weiter raussteht, einfach um diese Linie zu behalten. Dann war hier bei den alten Mustangs haben die. Ja, da war ein Emblem, weil bei den alten Mustangs haben die hier getankt und das haben die bei dem Modell nochmal nachgestellt, um das bisschen das alte Flair zurückzubringen. Und das wollte ich aber nicht, weil mir dieses Cleane mehr gefällt. Und dann habe ich das auch getauscht. War ein bisschen schwierig, weil da denkt man ja, man tauscht das einfach aus. Nein, als wir das abgenommen haben, war in der Karosserie auch diese Erhebung, heißt wir mussten das rausflexen. Und das ist immer so, da blutet dein Herz. Das an der Karosse rumflexen ist immer so. Ja. Genau, das haben wir gemacht und hier war dann noch ein Kunststoffteil, das war so geriffelt.
Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen, weil es zu nichts gepasst hat. Dann habe ich das noch ausgewechselt und das war ist eigentlich drunter ein Carbonteil. Hat aber gerade nicht so dazu gepasst. Dann habe ich das einfach erstmal foliert. Ja. Und die Kamera war früher im Spoiler drin. Ah, die habt Die ihr auch. wollte ich aber beibehalten, weil ja, ich brauche eine Kamera. Ne? Und die haben wir dann einfach da reingepackt. War das schwierig, die einfach runterzupacken? Nee, oder? Nee, also da zum Glück der Kabelbaum und schon alles drin war, mussten wir es nur runtersetzen. Es war ziemlich knapp von der Kabellänge, aber hat gepasst. Und funktioniert auch immer noch ganz gut. Was nachgemacht wurde, Diffusor und eben die Endtöpfe. Das ist auch von Shelby. Was immer so ein bisschen problematisch ist, die Passform. Ja. Aber bisher hatte ich nicht so große Probleme damit, außer eben mit dem Spoiler. Da war es ein bisschen, dann liegt er da an den Seiten ein bisschen auf und dann musste da und da anpassen. Aber es kriegt man Ist schon ein bisschen gefummelt, aber ja, aber kriegt man schon hin. schaut gut aus jetzt. Oh ja. Abgasanlage sieht auch nicht original aus, oder? Nee, die ist auch vom Shelby, weil davor waren dann nur 2 kleine popelige Rohre dran. Fand ich nicht so toll. Habe ich aber zum Glück schon so gekauft. Also das war schon gemacht. Zum Glück, weil ich glaube, Auspuffanlage ist immer so eine Sache. Und dann wurden die Dezibel auch schon angepasst, von daher passt es. Ist wahrscheinlich dann schwierig mit Eintragen und TÜV. Genau. Aber Aber anhören tut sich's gut. Ist schon geil. Ist es eigentlich ein US-Import oder ist es ein deutsches Fahrzeug? ist ein US-Import. Dieses Modell gibt es in Deutschland gar nicht. Muss man also importieren. War auch damals so die Frage, soll ich einen importieren, soll ich ihn hier kaufen? Ist immer ein bisschen schwierig gewesen. Im Endeffekt habe ich ihn dann doch hier gekauft, im Bayerischen Wald. Ja. Und war die richtige Entscheidung. War der dann schon umgebaut oder hast du das dann nachrüsten müssen? Weil ich glaube, die haben ja andere Rückleuchten. Genau, und ich die glaube, blinken vorne- eigentlich rot und sequenziell, was momentan nicht so ist, aber darum kümmere ich mich noch. Da gibt es eine ganz tolle Werkstatt, die bauen das um mit Schalter, sodass, wenn jemand was sagt, kann man es umschalten und dann ist auch alles wieder gut. Es erinnert mich ein bisschen an mein Luftfahrwerk mit einem Schalter. Dann einmal gibt es 0 Bar und einmal gibt es Polizei 0 Bar. Genau. Kenne ich. Ja, Die Ansätze waren dann auch mit. Nee, die sind original, glaube ich, mit dran. Das ist so ein Spritzschutz, oder? genau, die sind original mit dran. Was ich aber eben noch gemacht habe, waren die Die Schweller da und nochmal diese kleinen Ansätze hinten, weil ich irgendwie, sonst hätte hier was gefehlt. Schaut brutal geil aus mit den Schwellern, muss ich ehrlich Obwohl sagen. sie Also, so klein sind, also wirklich nicht auffällig, machen sie so viel aus. ich meine, du hast ja schon ein Fahrwerk drin, das Genau. sieht man ja, aber ich finde, dadurch sieht es optisch irgendwie nochmal Nochmal tiefer und tiefer breiter aus, genau. Schaut übel geil Ja. aus. Ne, und wo du schon Fahrwerk ansprichst, Fahrwerk habe ich auch gemacht, weil davor ist immer so ein bisschen, Mustang ist hoch wie ein Bus. Ich weiß nicht warum, aber ziemlich hoch. Dann haben wir ein KW-Fahrwerk verbaut. Was für Und eins? Das V1? Das V1. Weil ich dachte mir, ne, V3 brauche ich jetzt nicht wirklich. Ne, für normalen Straßenverkehr ist V1 eigentlich voll okay. Steht auch optisch gut da. Also ich finde, die Höhe ist perfekt. Mehr geht auch leider nicht. Ne? Bist schon am Schlag. Anschlag. Ja, vorne könnte noch ein bisschen gehen, aber ja, das passt schon. Die Bremsen sind noch die originalen USA-Bremsen? Genau, Die sind sind so noch klein die auch? Originalen, sind hinten nur so klein, von der vorne Haptik schon? sind sie ein bisschen größer. Mhm. Ich hätte natürlich gerne noch größere, aber da haben wir dann ein kleines Problem, weil hier der Bremssattel? kein Platz mehr ist. Schaut euch das mal an, wie viel Platz da von der Felge zum Bremssattel hier drin ist. Das ist, Also ich glaube, Papier passt noch durch. da ist schon... Ist knapp. Ja, Also mit der ET musste ich ganz schön aufpassen bei den Felgen. was sind das für Felgen und welche Maße fährst du da? Ja, das sind Japan Racing Felgen, die JR18. Sind vorne wie hinten 20 x 10. Vorne sind sie ein bisschen konkaver als hinten, weil ich wollte unbedingt dass er das mit der Karosse abschließt, vorne wie hinten und mit verschiedenen
Felgenbreiten ist es dann immer schwierig mit dem Reifen, man muss ein Tacho anpassen. Ja. Und das Aber wollte ich steht dann schon nicht. knackig drin hier. Ja, man darf nicht wirklich schnell um die Kurve fahren und dann den Bordstein erwischen oder so einen kleinen. Sonst könnte es vielleicht schneiden. Könnte. Aber nur vielleicht. Aber ich muss ehrlich sagen, die Front gefällt mir richtig, richtig gut. Ey, guckt euch das mal wieder an, wie böse das Auto von vorne ausschaut, oder? Also, richtig geil. Ich glaube, die US-Modelle haben die diese Reflektoren hier vorne mit drin oder haben die Deutschen das auch? Nee, die haben die alle drin. Mussten aber nachträglich eingetragen werden. Die vorderen nicht, aber die hinteren leuchten nämlich rot. Also die leuchten auch mit dabei. Moment, kann ich mal kurz. Weil die leuchten nämlich mit. Die vorderen sind okay. Und die hinten leuchten eben rot. Das wurde nachträglich nochmal eingetragen. Das waren davor nur so kleine Lämpchen. Ne, hat mir nicht so gefallen, weil eben auch die Leuchten diese LED-Streifen haben. Und dann dachte ich, komm, da müssen auch Streifen hin. Aber sind die auch jetzt noch foliert, weil die so dunkel sind, oder? Ne, die kamen tatsächlich schon so dunkel, aber reflektieren trotzdem noch. Was hast du an deiner Front noch so verändert? Also auf jeden Fall bestimmt Magnetkennzeichen. Genau, Magnetkennzeichen habe ich Beste. vorne und hinten. Kommt halt immer so dazu, wenn man schon was an der Front macht, dann ist sie eh unten und dann, ach komm, machen wir noch ein Magnetkennzeichen drauf. Und ansonsten die Lippe. Davor war da so eine ganz kleine drauf, hat natürlich nicht so gepasst. Ja, zu jetzt dem. macht sie schon was her. Ja, jetzt finde ich, sieht es auch nochmal einen Ticken massiver aus, auch weil sie ein Stück raussteht. Ansonsten wurde eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben nur eben das Pony foliert und die Nebelleuchten getönt. Aber sonst ist da auch noch alles original. Natürlich hätte ich gerne am liebsten noch eine andere Front. Was für eine? Ja. Komplett auf Shelby umgebaut? Ja, Warum dann nicht gleich einen Shelby geholt? habe ich mir auch überlegt, aber ich finde, dieses Auto verträgt nicht so viel Kraft. Weil wir haben eine Starrachse, heißt, wenn links was ist, zieht rechts gleich mit. Und da dachte ich mir, nee, das reicht mir persönlich so. Aber das Aussehen vom Shelby ist natürlich ein Ticken schöner. Ja. Bist du mit dem schon mal ein bisschen Berg gefahren? Manchmal. Also manchmal ungewollt, manchmal gewollt. Ungewollt fängt er sich aber eigentlich ganz gut, finde ich. Und wenn man es dann doch will. Ja, wir haben es ja vorhin gesehen auf dem Schnee. Ja, Da hat er schon Bock. er hat schon Bock. Also es macht auch wirklich Spaß, wenn du mal querfahren willst. Ne? Du musst kaum Handbremse ziehen, einfach auch bremsen, hoppala. Ja, der V8, der hat Bock, oder? Ja. Können wir gleich mal unter deine Motorhaube schauen? Natürlich. Hier sehen wir jetzt auch, dass er vorher blau war. Ah ja, genau. Da sieht man die gute Farbe. Okay, ein wenig dreckig, aber das ist die Farbe. Ehrlicher Motorraum. Aber die Domstrebe, die ist auch original mit drin, oder? Die ist original. Ich glaube, ohne die wäre es auch ein bisschen wackeliger. Also, zum Glück ist sie mit drin. Ansonsten ist hier eigentlich noch alles original. Natürlich Luftfilter habe ich gemacht, aber das tut ja eigentlich nichts zur Sache. 425. 425. Aber ne, wenn das so schwer ist, bringt es das nicht immer so gut auf die Straße. Also ich glaube, andere Autos bringen ihre über 400 PS schon einen Ticken besser auf die Straße. Weißt du, was der wiegt? Haben wir letztens mal gewogen, und zwar da im Industriegebiet gibt es diese LKW-Wagen. Haben wir uns kurz mal draufgestellt und der wiegt jetzt 1460. Ne, sorry, 1640. Ich dachte mir so, na, so wenig wiegt er nicht. Die sind schon ziemlich schwer, die Autos. Ja. Aber dafür hast du ja von V8 drin. Ja, eben. Ne, der bewegt das alles ohne Probleme. Dürfen wir uns deinen Innenraum mal noch anschauen? Ja. Und da habe ich natürlich auch noch ein bisschen was getan. Okay. Ja. Also erstmal richtig geiler Innenraum und die Recaro-Sitze, schaut euch die mal an. Hammer. Richtig geil, da sitzen wir richtig schön bequem drin. Ja. Aber bequem. Ja. Hast du das alles mit den Carbon selber gemacht? Ja. Ich sag mal so, Carbon ist ja immer so eine Sache. Passt auch nicht immer so gut. Aber bei den meisten Teilen hatte ich Glück. Da das nur so Teile sind, die man auflegt auf die bestehenden. Außer so Sachen wie die Armlehne, die wurde komplett getauscht. Genauso wie auch die Ja, für die Spiegel. für die Spiegelverstellung.
weil irgendwie, das war dann noch das letzte Plastik hier drin und ich so, nee komm, das machen wir auch. Aber sonst, ne, alles schön. Aber hier hat sich überall durchgezogen. Ja, weil Komplett. davor war das alles ziemlich plastiklastig und dann passt irgendwie das Äußere nicht zum Inneren und dann musste hier auf jeden Fall was sein. Ich finde es auch cool, dass der Tacho so ein bisschen, ich weiß nicht, aber er erinnert mich irgendwie ein bisschen an die älteren Mustang-Modelle. Ja, das war auch die Intention von den Bauern. Moment, ich mach mal, dass man hier auch was sieht. Es war auch wirklich die Intention von den Leuten, dass es so ein bisschen noch dieses Flair von früher hat. Darum auch diese lange Leiste hier, weil das früher einfach so war. Aber schaut, ich finde es geil. Ja. Findest du es? Also ich bin auch großer Fan, auch wenn viele sagen, oh, da fehlt ein Bildschirm, da fehlt das und das. Finde ich gar nicht. Also der Mustang, vor allem dieses Modell, ist halt noch so ein bisschen altmodisch und ich mag das so. Ich brauche keinen Schnickschnack, ich kann meine Musik trotzdem noch hören. Das passt schon. Aber EcoBoost wäre nichts für dich gewesen. Nee, auf keinen Fall. Also kann wirklich jeder fahren, was er möchte, aber für mich, ich brauche dieses V8-Geräusch einfach. Auch allein, wenn ich stehe, das muss leben. Der Klang ist halt, weißt du, wenn du Gas Ja. gibst und dann so, Ja, genau. Dann ist man so, oh, schön. ja, das ist schon geil. Ich hatte ja noch den Leuten bei Instagram die Chance gegeben, Fragen zu dir zu stellen. Genau. Und da würde ich mal sagen, die machen wir jetzt mal. Erste Frage. Wie doof schauen die Jungs, wenn du aus der geilen Karre aussteigst? Ah, super Frage. Schon sehr blöd. Denken dann auch viele, das ist eh nicht dein Auto. Ja, also die meisten dann wirklich, das ist doch von Papa, von deinem Freund. Oder ältere Herren sind dann immer so, na, das ist bestimmt nicht der. Die sprechen dich dann wirklich auch so an. Oder das war, glaube ich, das lustigste Kommentar auf unserem Firmenparkplatz. Das war, glaube ich, da hatte ich ihn ganz frisch, komme ich hin, ne, und habe es erstmal meinen Kollegen gezeigt, weil da ist man natürlich ganz stolz. Und dann sagt der eine, haben Sie das im Lotto gewonnen? Ich so, ja, habe ich. Aber es gibt auch viele, die wirklich dann so Daumen nach oben und lächeln mal rein, lächeln ich halt zurück. Aber es ist so ein bisschen gemischt. Ja. Hast du noch ein anderes Auto? Also, oder ist das dein Alltagsauto? Also der ist ganzes Jahr angemeldet, weil es gibt ja trotzdem schöne Tage, jetzt heute nicht so, aber es gibt ja trotzdem schöne Wintertage. Darum ist irgendwie schon meine Daily, aber ich habe noch einen Ford Fiesta. Und vielleicht kommt bald noch etwas dazu. Ui, darf man das schon sagen oder ist es noch geheim? Es wird auf jeden Fall Allrad. Audi? Ja. Ja, mehr verraten wir mal nicht. Ist der Motor noch original oder hast du noch vor, was am Motor zu machen? Am Motor ist noch nichts gemacht worden, aber natürlich will ich ein bisschen was, weil ich finde, von Haus aus kommen die Autos immer nicht perfekt. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen noch was an der Software machen und dann würde es für mich auch erstmal passen. Also so, dass du sagst, ich brauche jetzt einen Kompressor. Boah, das wäre So. das wär schon krass. Aber ich glaube, bevor ich mir dann Kompressor drauf hau, kaufe ich vielleicht auch lieber einen Shelby. Ja. Baust du an deinem Auto alles selber um? Soweit es geht. Also so Sachen wie zum Beispiel das letzte Problem, was wir hatten, als wir die Felgen drauf gemacht haben, haben wir gesehen, okay, die Achse ist verschoben. Sowas kriege ich natürlich nicht selber hin. Aber so zum Beispiel eben wie den Innenraum umbauen oder so Sachen wie so die Lippe, das würde man eigentlich alles auch selber hinbekommen. Aber wenn ich natürlich jemanden habe, der eine Hebebühne hat und der mir dabei helfen kann, Ist auch einfacher lasse ich mit mir Hebebühne. gerne helfen. Ja. Warum hast du dich genau für diese Farbe entschieden? Ich finde, dem Mustang steht das Schwarz einfach am besten, weil das Modell vor allem ist so massig. Und da finde ich, Schwarz ist einfach, das macht es noch massiger. Muskulös. Ja, so muskulös. Es sieht schon männlich aus. Ja. Schaut nicht nach einem Mädchenauto aus, sag Nee, ich gar mal nicht. so. Und zum Beispiel auch bei den neueren Modellen finde ich, Farbe passt voll. Also wie auch die Lorraine hat zum Beispiel. Ja. Das passt irgendwie zum Auto, aber mir, finde ich, würde es zum Beispiel nicht passen. Darum eben das Schwarz. Was liebst du am meisten an deinem Auto? Ach, unschwer zu beantworten, der Klang. Aber ich würde mal sagen, wenn wir den Klang beiseite lassen, ich glaube, dann sind es die Felgen. Auch wenn viele sagen, nee, Japan Racing an einem SK, aber Schaut geil aus. Ich Ja. finde, die passen, die stehen dem Auto gut. Hier hat noch einer gefragt, warum kein Shelby? ja, Es ist unsere letzte Frage.
ne, wieder bei dem Auto, ich weiß es nicht mit der Leistung. Weil eben mit der Starrachse und ja, natürlich kriegt er die Leistung hin, aber wahrscheinlich auch nur bei perfekten Gegebenheiten. Also so hier rumfahren mit dem Shelby wäre jetzt nicht drin gewesen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Hauptgrund. Ne, wenn ich irgendwann älter bin und meine 10 Autos in der Garage stehen habe, dann können wir schon über einen Shelby sprechen. Weil dann habe ich ja die Auswahl, aber momentan nicht. Ich finde, mit dem kannst du auch ziemlich zufrieden sein. Oh ja, finde ich auch. Dann vielen lieben Dank, dass Gerne. du dich bereit erklärt hast, deinen wunderschönen Mustang bei uns im Video vorzustellen. Und dann würde ich sagen, ihr lasst wieder fleißig Daumen nach oben da. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare unten hauen. Die beantworten wir natürlich gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!